Energieeffizienz, Smart Home, nachhaltiges Bauen. Die Anforderungen an moderne Häuser steigen ständig. Aber was ist mit der Effizienz deines Unternehmens? Erfahre hier, wie eine Kunden-App nicht nur deine Bauherren, sondern auch deine Prozesse smart macht und dir einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschafft. Ich bin Patrick Beck von Rescale Consulting. Seit fast 20 Jahren begleite ich Unternehmen bei Digitalisierungsprojekten und weiß genau, worauf es bei einer erfolgreichen App oder Kundenportal ankommt. Wir helfen Unternehmen dabei, digital zu werden, hochwertige Präsenz zu zeigen, Prozesse zu systematisieren und auch zu automatisieren. Lass uns mal zuerst anschauen, wie es definitiv nicht funktioniert. Veraltete, unvollständige Informationen. Das Portal wird nicht regelmäßig aktualisiert und das führt zu extremem Frust. Deine Kunden finden keine aktuellen Pläne, Termine, Dokumente. Das ist einfach eine Ablage, die komplett verwaist ist. Fehlende Integration auch in deine Arbeitsprozesse natürlich, was auch dazu zu dem vorherigen Punkt führt. Die Mitarbeiter nutzen das Portal nicht aktiv und stattdessen läuft die Kommunikation weiterhin über andere Kommunikationsmedien, E-Mails, Telefone und so weiter, die eben nicht dort abgelegt, zentralisiert oder in irgendeiner Weise mit integriert werden. Und natürlich mangelnde Funktionalität. Es fehlen wichtige Funktionen wie der Verlauf des Projekts, die Möglichkeit, Dokumente darüber auszutauschen oder andere Kommunikationsfunktionen. Und natürlich auch 4, die schlechte mobile Nutzbarkeit. Die App funktioniert auf Smartphones und Tablets nicht so wirklich richtig gut, was die Nutzung natürlich unterwegs unmöglich macht. Und heutzutage sind die meisten Endnutzer eben nur noch mobil unterwegs. Und das eben auch verbunden mit anderen technischen Problemen wie lange Ladezeiten, Abstürze, Login-Schwierigkeiten frustrieren die Nutzer. Und das Ergebnis, ein Portal, das von den Kunden eher so als nutzlos empfohlen wird und letztlich mehr Frust statt Nutzen bringt. Und statt die Prozesse zu vereinfachen, wie du es dir eigentlich wünschst, wird es nur zu einer zusätzlichen Belastung für alle Beteiligten, ein Kostenloch und ja, ein ständiges Tabuthema irgendwann. Lass uns noch mal kurz darüber sprechen, wofür du eigentlich ein Kundenportal oder eine App brauchst. Ja, letztlich wird alles digitaler. Das bedeutet, du möchtest deinen Kunden einen guten Service bieten. Du möchtest, dass sie jederzeit informiert sind, dass sie per Push-Nachrichten auf ihrem Handy ständig deine Benachrichtigungen bekommen, an die Firma erinnert werden, an den Fortschritt, involviert werden und sich wirklich umsorgt fühlen und auch mit in die Kommunikation mit einbezogen werden, ohne dass das wirklich immer jemand manuell auch praktisch Schritt für Schritt machen muss, sondern es natürlich auch eine Stütze gibt, Automatisierungen, die dort ablaufen, die vielleicht noch mehr machen, die auch den Kunden an mehreren Sachen abholen. Und diesen Service, diese Ästhetik und dieses Image, das du damit aufbauen möchtest, ist eigentlich eine schöne Idee, dass man sagt, man digitalisiert bestimmte Teile und bietet dem Kunden einen super Service an. Das ist ja eigentlich das, was wir möchten. Aber leider endet das eben nicht immer so, wie wir das gerne haben. Bedeutet, das ist nicht natürlich nur bei dir so, sondern auch bei vielen Mitbewerbern so, dass dann Kundenportale und Apps eben nicht in die Richtung gehen, wie man es sich wünscht und man nur einen weiteren Softwareklotz dort stehen hat, der ja viel Geld in Wartungen, Updates, Upgrades und so weiter verlangt, ohne wirklich das so zu bringen, was du dir davon erwartet hast. Lass uns mal dran gehen, was eine erfolgreiche Kunden-App für dein Hausbauunternehmen an Kernfunktionen überfüllen muss. Und da haben wir, sag ich mal, in 5 Kategorien, in 5 Kapitel untergliedert. Vor allem ein transparenter Projektfortschritt. Deine Kunden möchten den detaillierten Zeitstrahl mit Meilensteinen sehen, was für nächste Schritte anstehen. Sie möchten auch über Updates informiert werden, wie den aktuellen Baufortschritt, mal eine Push-Notification aufs Handy bekommen, hey, das ist passiert. Und sie möchten natürlich auch wissen und eingebunden werden, was es für sie an Aufgaben gibt. Bedeutet auch natürlich To-Do-Listen für den Kunden halt vorzubereiten, wo er sagen kann, das habe ich noch zu erledigen und auch natürlich zu sehen, was das Unternehmen, also was du jetzt selbst in deinem Unternehmen für den Kunden gerade noch zu erledigen hast, worauf er warten wird oder wann das erledigt werden wird. Dass er halt wirklich eine schöne Interaktion hat und unnötige Nachfragen spart,
und aber mehr Fokus auf die, ja, und das Punkt 2 direkte Kommunikation gelegt wird. Bedeutet, dass man auch den Kunden mit integriert, also Chat-Funktionen oder Messaging-Systeme nimmt, um ihn noch besser zu begleiten. Also Möglichkeiten, auch direkte Anfragen an Mitarbeiter über das Portal zu stellen, wo er sicher sein kann, dass er den richtigen zu der richtigen Zeit über das richtige System erreicht und dass er auch immer dabei hat. Und natürlich, wie gesagt, doch Benachrichtigungen bei wichtigen Updates und anstehenden Entscheidungen, wo er vielleicht auch mitwirken muss. Und natürlich ist es extrem cool, wenn er auch in das Portal oder in die App reingehen kann und hat dann eine 3D-Visualisierung oder eine digitale Ausstattungsplanung. Also alleine das 3D-Modell des Hauses halt schon vorher zu sehen, wie wird es aussehen von außen, wie wird es aussehen von innen. Und das ist letztlich auch eine Sache, die du, wenn du so eine App baust, auch berücksichtigst, dass du sagst, der Kunde wird das rumzeigen, wird seinem Freund zeigen, hier, schau mal, ich habe auf der App schon hier mein Haus, so sieht das aus, swipe dann rum, dreht rum, scrollt vielleicht rein und zeigt eben, was er da plant. Und damit wird immer wieder ein Branding halt erzeugt, was wiederum den Kunden auch dazu, oder sag ich mal den Freund von dem Kunden dazu veranlasst, zu schauen, wer macht denn so etwas Cooles und das wiederum als Marketingmöglichkeit zu nutzen. Und da eignen sich 3D-Darstellungen oder virtuelle Realitäten generell in der Regel sehr, sehr gut, weil sie halt so schön haptisch sind. Ne? Und natürlich auch, sag ich mal, die Möglichkeit noch weiter in die Einrichtung zu gehen, also verschiedene Ausstattungsoptionen virtuell auszuprobieren, ist auch natürlich eine schöne Lösung und hilft eben nicht nur, sag ich mal, bei der Vorauswahl, bevor man dann wirklich in ein direktes Gespräch geht, sondern vielleicht auch, dass der Kunde sich tatsächlich bestimmte Dinge vorab direkt durchkonfigurieren kann, wo er dann nicht halt irgendwie in den ersten Meeting muss. Und dann sitzen halt alle dort, alle Beteiligten und das ist halt wirklich ein Kampf, das jetzt über 2, 3 Stunden dann wirklich auszusuchen, sondern er kann halt sich sehr viele Dinge halt vorab schon Gedanken machen, kann das mit Frau oder Mann halt absprechen, und können das halt zusammen schon mal durchgehen. Das ist halt etwas, wo man dem Kunden das sehr schön und einfach machen kann. Natürlich auch, wenn man jetzt mal denkt an Virtualitäten, wenn man natürlich ein bisschen abstrakter eine VR-Brille, eine Unterstützung für eine VR-Brille liefert, womit er sich dann noch tiefer in die Thematik da rein versenken kann. Aber auch, wenn man jetzt via App hingeht und ein iPhone hat ja auch sehr viele Möglichkeiten, auch den Raum auszumessen, Tiefen zu messen, dass man sagen kann, man stellt ein Objekt in 3D virtuell dar. Das geht ja auch heute schon. Und da halt einfach noch mehr, sag ich mal, Möglichkeiten zu bieten, dass der Kunde sich wirklich das Ergebnis damit auch vorstellen kann. Und natürlich, klar, ein Katalog mit Bildern und Preisen der Ausstattungsmöglichkeiten kann man eben dazu machen, damit der Kunde bestimmte Entscheidungen vorher schon besprechen kann, absprechen kann. Alles das, was man nicht gerne im Verkauf sowieso schon machen möchte. Ne? Und ein wichtiges Thema dann auch ist natürlich das digitale Dokumentenmanagement. Also alle relevanten Dokumente wie Verträge, Pläne, Leistungsbeschreibungen nicht nur zentral und aktuell verfügbar zu machen, sondern auch für den Kunden die Möglichkeit zu haben, eigene Dokumente hochzuladen. In dem Zusammenhang sprechen wir auch über die digitalen Signaturen. Also man kann zum Beispiel sagen, bestimmte Entscheidungen kann der Kunde dort via einer digitalen Signatur auch abnehmen. Man kann mit einer einfachen, sage ich mal, Unterschrift, die man einfach auf dem Display oder dem Handy zeichnet, natürlich herangehen. Wenn man aber natürlich jetzt an die Thematik geht, man möchte das noch weiter qualifizieren. Man stellt ja dem Kunden einen dedizierten Zugang zu der App zur Verfügung, hat das vielleicht auch persönlich geprüft, wer diese Sachen bekommt. Und dann hat das schon eine sehr hohe Wertigkeit, was der Kunde dort bekommt. Man kann natürlich auch mit weiteren Passwortverschlüsselungen gehen, mit Zwei-Faktor-Authentifizierung, um das Ganze natürlich auch gerichtsfest zu machen, wenn das denn der Anspruch ist. Wenn es ja zum Beispiel natürlich um größere Summen geht, um richtig große Küchen oder noch vielleicht größere Faktoren, um da eben auch natürlich Verbindlichkeit zu haben. Wenn die Verbindlichkeit via, sage ich mal, einer gezeichneten Unterschrift alleine nicht schon ausreicht. Ne?
Und natürlich auch eine Finanz- und Kostenübersicht, transparente Darstellung aller Kosten und Zahlungen zu haben, also vielleicht auch so ein paar buchhalterische Sachen, wo er Sachen nachvollziehen kann, diese im Portal abrufen zu können, das ist natürlich eine ganz schöne Sache. Und auch entsprechend natürlich mit einer vielleicht einer Simulationsmöglichkeit für Änderungen und finanziellen Auswirkungen, um eben auch die Möglichkeit zu geben, Upgrades, ja, sage ich mal, mit reinzunehmen. Das sieht man auch in anderen Apps. Gehen wir mal eine andere Branche, gedanklich kurz. In der Tesla-App kann man öffnen und kann sich bestimmte Upgrades direkt vom Handy aus buchen. Die werden dann softwareseitig aktiviert und man bekommt das Upgrade dann direkt eben freigeschaltet im Auto. Und gut im Haus, wir haben natürlich noch ein paar händische zusätzliche Schritte, die wir da unternehmen müssen. Aber es ist natürlich sehr schön, wenn man trotzdem diese Upgrades aus der Ferne, aus der Bequemlichkeit heraus machen kann. Man kann auch hingehen und weitere multimediale Elemente dort mit reinnehmen, um bestimmte Optionen dort mit zu bewerben. Ja? Und kann ja auch natürlich Fördermöglichkeiten oder Finanzierungsoptionen dort mit integriert werden, die man da geben kann. Denken wir jetzt nur an erneuerbare Energien und was dort entsprechend natürlich alles als Option zur Verfügung steht und die man als Upgrade, als ja, praktisch Zusatzgeschäft, Systemgeschäft dort mit ja, verwerten könnte. Ja. Und ein anderes großes Thema, was man in die App mit reinbaut, ist natürlich After-Sales-Service, Wartung. Also nicht nur digitalen Wartungskalender und die Erinnerungen mit Push-Notification und so etwas und vielleicht E-Mail-Benachrichtigungen, sondern auch die Möglichkeit, selber Servicetermine zu buchen. Zugriff zu haben auf ja, bestimmte Anleitungen, Bedienungsanleitungen, technische Details der Ausstattung. Das sind Dinge, die einfach ja, Bequemlichkeit bringen. Wir denken aber auch aus einer anderen Perspektive heraus. Wir wollen den Kunden ja nicht nur praktisch einmal haben wir was für ihn gemacht, sondern wir wollen ja ihn kontinuierlich auch in Gedanken lassen. Das, wenn irgendjemand ihn fragt, ja, oder wenn irgendwann in einer Diskussion ist und es geht um das Thema Haus, dass er immer mit dem Gedanken präsent ist und dann immer noch weiterhin die App drauf hat, weil er sie kontinuierlich nutzt. Bedeutet, wir gehen mit dem Gedanken rein, was kann man an Funktionalitäten dort mit drin behalten oder integrieren, die der Kunde auch nach praktisch dem Hausbau auch weiter nutzt. Und damit verbunden natürlich die Integration des Empfehlungsprogramms. Das heißt, empfiehlt dir die Firma weiter, also deine Firma und dein Angebot, dann auch gegen nette Incentives ihn zu belohnen. Und das schafft dann nicht nur, sage ich mal, ein gutes Gefühl, sondern auch einen echten Mehrwert, womit er natürlich noch mehr Engagement haben könnte, dafür ja, sich auch reinzuhängen und vielleicht doch mal die eine oder andere Erwähnung dazu zu treffen. Ne? Und natürlich muss das alles mobil optimiert sein. Das heißt, vollständige Funktionalität auf Smartphones, Tablets und auch Push-Notifications, also Push-Benachrichtigungen, müssen dort für wichtige Updates und auch anderes funktionieren. Und natürlich müssen wir darüber sprechen, lohnt sich der Aufwand denn wirklich? Und wir müssen natürlich für jede Anwendung, die wir dort durchspielen, auch eine Return on Invest berechnen. Das heißt, das geht natürlich weit aber auch über die bloßen Zahlen hinaus. Ne? Wir beziehen dort auch, oder anders gesagt, du beziehst dort ja auch einen bestimmten Wettbewerbsvorteil durch die Digitalisierung mit ein. Das heißt, du positionierst dich als innovatives Unternehmen in ja, eher einem traditionellen Bereich und vor allem Kunden, besonders in jüngeren Generationen, die erwarten praktisch digitale Lösungen und das natürlich auch beim Hausbau. Ne? Und Punkt 2 natürlich auch die Steigerung der Kundenzufriedenheit und Kundenbindung. Wie wir gerade gesagt haben, wenn er dich natürlich auch weiterhin ständig halt auf der App, auf dem Telefon behält, dann haben wir immer weiterhin eine Kundenbindung. Aber auch die Zufriedenheit durch diese Transparenz, durch diesen nahtlosen Ablauf, durch diesen smoothen Prozess des Baus, schaffen wir Transparenz, ständigen Zugang zu Informationen, reduzieren Unsicherheiten und Stress für deine Kunden. Und zufriedene Kunden werden, wie gesagt, immer zu Markenbotschaftern und generieren dann Weiterempfehlungen. Und Punkt 3, Optimierung deiner internen Prozesse natürlich. Wir reduzieren
ja, Redundanzen und manuellen Aufwand in der Kommunikation und Dokumentenverwaltung. Wenn der Mitarbeiter vorher ja, E-Mails geschrieben hat und das vielleicht noch im CRM abgelegt hat, vielleicht auch direkt im CRM irgendwie geschrieben hat, aber irgendwie die Informationen auf einen anderen Weg bekommen hat, wieder das dokumentiert. Und das sind alles Wege, das kann man natürlich einfacher gestalten, um dann auch ja praktisch eine bessere Dokumentation zu haben, schnellere Entscheidungsfindungen zu machen durch eben zentralisierte Informationen, klare Prozesse. Das kann man natürlich auch unterstützen, wenn man so eine ja, In-App-Hotline oder auch via Sprachkommunikationskanäle über App oder auch über Telefon über bestimmte Kanäle mit anbietet, auch Gespräche zu transkribieren, wenn es natürlich vom Kunden abgesegnet ist, um dann ja, praktisch diese Prozesse und Vorschläge schneller zu erweitern. Kann man natürlich auch, ja, sag ich mal, ja, weitere Möglichkeiten mit integrieren, wie Chatbots oder Audiobots, ja, die heute schon ja sehr, sehr gut funktionieren, um noch besseren Service zu leisten. Ne? Aber vor allem auch datengetriebene Entscheidungsfindung ist ja auch ein sehr wichtiges Thema, womit du wertvolle Einblicke eben auch in diese Kundenverhalten und Präferenzen bekommst. Ne? Das heißt, diese Daten kannst du dann auch wiederum nutzen, um kontinuierlich deine Produkte oder Dienstleistung zu verbessern. Bedeutet, wenn er nach bestimmten Funktionalitäten oder Stichwörtern sucht in der App, wo er dann die Möglichkeit hat, die entweder über einen Chatbot sucht oder über das Suchfeld oder was auch immer dann macht, um auch entsprechend darauf einzugehen. Wir haben das früher auch in vielen Webseiten mit integriert, dass wenn man dort die Suche bedient hat, diese Schlagworte oder diese Suchwörter dann auch wiederum im Nachhinein einsieht, um zu verfolgen, welche Themen interessieren denn die Nutzer wirklich? Hat er denn dazu was gefunden oder gab es dazu keine Ergebnisse? War es vielleicht ein Schreibfehler oder haben wir das einfach komplett inhaltlich vergessen? Und darauf kann man natürlich auch dann sehr gut eingehen, um einfach noch eine höhere Kundenzufriedenheit zu erzeugen. Und langfristig natürlich auch die Kostenersparnis durch die Reduzierung von Fehlerquoten, durch bessere Kommunikation und Dokumentation, weniger Nacharbeit und Korrekturen während dem Bauprozess führt natürlich auch zur Erschließung neuer Umsatzpotenziale. Digitale Plattformen für Cross-Selling, Upselling, Zusatzleistungen, Ausstattungsmöglichkeiten und natürlich Möglichkeiten, neue Services wie digitale Wartungspläne, Smart Home Upgrades und so weiter anzubieten. Das führt natürlich zur Skalierbarkeit deines Geschäftsmodells, bedeutet eine gut implementierte App oder App-System. Wir sprechen ja mal, sage ich mal, meist ja nur von dem, was man letztlich visuell sieht. Dahinter befindet sich meist ein größeres System von verschiedenen Anwendungen. Das ermöglicht es natürlich, viele Projekte gleichzeitig effizient zu managen. Bedeutet, deine Produktivität steigert sich, während sich die Kosten damit aber auch reduzieren. Bedeutet, du kannst einfach in neue Märkte oder Regionen durch standardisierte digitale Prozesse gehen. Und damit natürlich der wahre ROI, also der wahre Return on Invest der Kunden-App liegt also nicht nur in den kurzfristigen Zahlen, sondern auch in der nachhaltigen Transformation deines Geschäftsmodells. Du schaffst dann also eine Grundlage für langfristiges Wachstum, höhere Kundenzufriedenheit, effizientere Arbeitsweise in deinem Unternehmen. Und das kann man natürlich auch ausbauen. Bedeutet, wenn wir diese grundsätzliche Basis haben, wofür wir ein Interface haben. Wir haben jetzt hier über die Kundenapplikation gesprochen. Natürlich ist es auch ein Faktor, die Mitarbeiter mit in so eine App zu integrieren. Bedeutet, man kann auch eine Mitarbeiterperspektive in diese Anwendung integrieren, die dann ja, bestimmte Prozesse für die Mitarbeiter automatisiert. Und diese Basis, die wir dann haben, die praktisch für einmal für die Kundenseite und einmal für die Mitarbeiterseite funktioniert über dein gesamtes Unternehmen hinweg wie ein Regenschirm zu spannen, um verschiedene Prozesse miteinander zu verbinden, die wir sonst vielleicht nicht verbinden konnten, weil wir schon verschiedene Datenkanäle haben und diese Silos aber auch logisch miteinander verknüpfen, um dann weitere Prozesse zu automatisieren und dein Unternehmen noch qualitativer und besser ablaufen lassen zu können. Sprechen wir mal darüber, was passiert, wenn du diesen Trend verschläfst. Ich meine, Digitalisierung ist ja nicht erst gestern, aber vor allem in der Baubranche hat man sich ja etwas länger damit Zeit gelassen. Und die Konsequenzen sind viel weitreichender, als du vielleicht denkst.
Denn die Kundenerwartung, moderne Bauherren erwarten praktisch digitale Lösungen. Und ohne diese riskierst du ja eher als rückständig wahrgenommen zu werden, ne? Die Prozesseffizienz, natürlich, manuelle Prozesse bleiben fehleranfällig und zeitintensiv. Und das bindet Ressourcen, die du eigentlich für Wachstum, Innovation, Kundenservice und so weiter benötigst. Also für die individuellen Teile des Kundenservices, wo man sich gerne Zeit nehmen möchte, um vertrauensvolle Partnerschaft eben aufrechtzuerhalten. Und natürlich Datentransparenz ist auch eines in unserem Informationszeitalter super wichtigen Thema. Bedeutet, ohne die digitale Erfassung fehlt dir der Überblick über die Projektverläufe, über die Kundenbedürfnisse, dort, wo du Daten sammelst, über das, was wichtig ist, über welche Informationen fallen an, welche können gut verarbeitet werden. Und das erschwert eben natürlich, sag ich mal, eine informierte Entscheidung und die kontinuierliche Verbesserung innerhalb deines Unternehmens, was eben auch dann deine Wettbewerbsfähigkeit betrifft. Das heißt, während Mitbewerber ihre Prozesse optimieren und neue Services entwickeln, stagnierst du. Und der Abstand wächst natürlich mit jedem Projekt, jeder App, jeder Funktionalität, ne? Und die Mitarbeiterzufriedenheit ist aber auch eins mit der großen Themen. Und wahrscheinlich kennst du eben auch diese Argumentation, dein Team muss sich damit ineffizienten Abläufen herumschlagen, wieder regelmäßig gleiche Tätigkeiten vollziehen und wiederholt irgendwelche Sachen machen. Und das frustriert natürlich deine Mitarbeiter extrem und macht dich dann letztlich auch als Arbeitgeber unattraktiv, ne? Und das muss man natürlich schon sagen, ein gut digitalisiertes Unternehmen, bei dem sich der Mitarbeiter um Dinge kümmern muss, die eine Maschine nicht machen kann, machen den Mitarbeiter letztlich glücklich, weil er sich auch wertgeschätzt fühlt, ne? Er ist jetzt nicht einfach irgend so eine Eingabemaschine, die immer wieder stumpf die gleichen Sachen macht. Bestimmte Dinge muss er eingeben, die eben digital nicht vorliegen, und alles andere sollte sich eben das System darum kümmern. Und das ist letztlich auch, ja, sag ich mal, eine Basis für die Innovationsfähigkeit. Und ohne die digitale Grundlage wirst du es schwer haben, zukünftig Technologien wie ja, weitere KI-Anwendungen oder Internet of Things zu integrieren, und verschließt dir damit auch die Türen von morgen. Und auch natürlich, deine Mitarbeiter werden weniger, ja, sag ich mal, Enthusiasmus daran haben, neue Vorschläge für neue Tools zu machen, wenn sie jeden Tag mit den gleichen Sachen genervt werden, die sie hätten längst automatisieren können. Was eben dazu führt, ja, dass auch du aus den eigenen Reihen weniger Vorschläge bekommen wirst, außer kümmere dich doch bitte, dass wir nicht immer wieder die gleichen Sachen machen müssen. Ja, und ja, natürlich ist jedes Unternehmen einzigartig, und die optimale Lösung, App-Lösung für dich hängt natürlich von sehr spezifischen Faktoren ab. Faktoren wie deine Unternehmensgröße, wie deine Zielgruppe, deine aktuellen Prozesse, die spielen natürlich alle eine wichtige Rolle, ne? Und wenn du jetzt motiviert bist, dein Unternehmen oder deine Kunden-App auf das nächste Level zu heben und aber nicht genau weißt, wo sollst du anfangen. Bei Rescale bieten wir dir ein kostenloses Strategiegespräch an. Dafür kannst du einfach entweder den Link in der Beschreibung anklicken oder du gehst direkt auf www.rescale.ch. Dort kannst du unten deine Kontaktdaten eingeben, dir ein Strategiegespräch sichern. Wir beide sprechen dann persönlich darüber, wie wir in deinem Unternehmen, in eurer Situation weiterhelfen können, und schauen dann, wie wir ja, deine Situation verbessern und was sich in deinem Fall ja, rentabel machen könnte. So, falls dir das Video gefallen hat, like es, lass ein Abo da und bis zum nächsten Mal.